4.599 €, dann bekommt man dieses Fahrrad hier, ein Fully mit voller Straßenausstattung und Gepäckträger. Das ist das, was viele möchten, die zum Beispiel beruflich pendeln oder auch mal eine längere Tour machen möchten oder einfach mal im Winter auch gesehen werden wollen. Falls die Polizei dann kommt und sagt, ich habe noch ein bisschen Zeit übrig, ich verwarne Sie jetzt, weil Sie kein Licht haben. In Italien habe ich gehört, jetzt schlimme Straftat, ja, kein Licht mehr zu haben und so weiter. Sogar tagsüber wird man angehalten, jetzt müssen Fahrräder Licht haben. Das müssten sie eigentlich die ganze Zeit schon, es sei denn, es waren Sportgeräte. Es ist in Deutschland, glaube ich, ein Kavaliersdelikt. Wenn ich hier rumfahre, bin auf der Straße tagsüber, wird dich keiner anhalten, wenn du da kein Licht dran hast, oder? Also passiert selten. Ne? Ich meine, man hört es manchmal, wenn aufmerksame Polizisten vielleicht gerade im Bereich der Schule oder so die Kinder mal anhalten, um da was zu sagen. Aber es wird ja nicht ernsthaft verfolgt. Das ist es so. Aber wie gesagt, gehört habe ich Italien, ganz schlimm. Ja, Italien kommt ja nicht immer darauf an, zu welcher Familie du gehörst. Ne? Also dementsprechend kriegst du einen Anschluss oder eben nicht. Sehr gefragt. Kam neu rein. Was ganz Besonderes, Vollausstattung. Es ist wirklich viel dabei. Warum ist hier ein Code dabei? Das ist der Schlüsselcode, ne? Für den Akkuschlüssel. Das ist eigentlich bei jedem Rad dabei, zumindest mal, wenn wir bei Highbike, wenn wir diese ABUS-Schlösser haben für den Akku. Ne? Oh. Zum Produkt selber. Es gibt manchmal, wie möchte ich sagen, Produkte, wo der Kunde oft noch selber gar nicht weiß, dass er genau das braucht. Und das sind in meinen Augen jetzt so diese Twitter-Geschichten, sprich Mischung aus Mountainbike und Vollausstattung. Weil wir erleben es ja, sagen wir, in der Praxis, die Leute kommen natürlich immer rein, wollen das maximal sportive Gerät, auch von der Optik her. Und dann fahren die los und dann kommen sie dann 2 Wochen später, wollen Licht, dann wollen sie nochmal einen Gepäckträger und dann merken sie, Mist, beim Regen kriege ich den Rücken nass. Und so passiert es also oft, dass wir normale Mountainbikes, die zunächst mal quasi nackt gekauft werden, dann nach und nach immer aufgerüstet werden. Viele Hersteller haben jetzt reagiert. Wir kriegen also jetzt auch gerade für ab dieser Saison und für die nächste viele Modelle, genau in diesem Trim als Hardtail und als Fully, die auf den Mountainbike-Rahmen basieren, aber dann die volle Ausstattung schon mit dran haben. Also bedeutet, Licht hängt direkt am Akku dran, vorne und hinten. Richtig. Schutzbleche. Die Schutzbleche hast du dran und da muss man ehrlicherweise auch immer sagen, diese von Werk aus verbauten Lösungen sind oft besser wie das, was man nachträglich anbaut. Also insofern wirklich eine ganz vernünftige Geschichte. Es gibt in der Schweiz so einen Hersteller, ich komme gerade nicht auf den Namen, der baut solche Räder, die sehen aus wie Panzer, die da sind, weißt du, wie heißen die, Schweizer Dinger? Schweizer Panzer? Nein, die so aussehen wie Mopeds fast, ja, die auf jeden Fall irre teuer sind und ganz klasse sind. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das hier hat mich daran erinnert. Das bedeutet, du hast ein Fahrrad, mit dem kann zum Beispiel der Polizist und der Schulrektor bedenkenlos zur Gesamtschule fahren. Ne? Genau, der Richter, der Zahnarzt und wer auch immer. Ist das jetzt, also im weißen Kittel kannst du dann quasi auf die Arbeit radeln. Ist das jetzt ein Fahrzeug für konservative Leute grundsätzlich? Nee. Es ist ein Fahrzeug, was sich tatsächlich am täglichen Bedarf orientiert, weil die Leute doch mit den E-Bikes oft jetzt mittlerweile auch mal größere Touren machen. Und ich sag mal, wenn du dich jetzt beim normalen Rad früher gescheut hast, jetzt doch viel Gepäck mitzunehmen, weil ja jedes Kilo Gewicht letztendlich auch die Anstrengung erhöht. Beim E-Bike spielt das alles keine Rolle. Du hast den Motor drin und dann geht es auf einmal los. Ey, komm, wir machen mal eine Tagestour hierhin, wir machen mal eine Tagestour dahin oder ich fahre einkaufen oder fahre auf die Arbeit. Ne? Und genau das sind die Faktoren, die vielen dann erst immer so im zweiten Step auf einmal einleuchten und dann ihre Räder nachgerüstet haben wollen. Ja. Tja, das Problem ist, derjenige, der das Rad entwickelt hat, hat wahrscheinlich in Deutsch eine 5 gehabt. Ein Buchstabe fehlt. Ist das jetzt die neue Nomenklatur von Highbike? Nee, ist nicht so ganz neu. Das hat man hier bei diesen All-Mountain-Geschichten und so weiter ja auch schon gehabt. Ne? Also hier, das ist halt so abgekürzt Adventure, heißt es halt eben. FS für Full Suspension, sprich voll gefedert, vorne und hinten. Okay, also Vollfederung bedeutet normalerweise kein Gepäckträger. Wie ist das hier gelöst? Hier ist es in der Weise gelöst, dass der Gepäckträger also an dem schwingenden Teil, also an der Druckstrebe hier aufgenommen ist, hat einen Befestigungspunkt an der Stelle und dann nochmal am Schutzblech. Der schwingt mit. Das schwingt mit, genau. Mach mal bitte, wenn du mal kurz mal einfederst, dass man das mal sieht. Okay. Schwingt mit. Ich habe es gesehen. Schwingt mit, genau. Sehr, sehr schön. Ich habe doch hier der Dämpfer in der Mitte, ist da freischwebend fast, oder? Freischwebend? Ja, der hat mehrere Punkte, wo er aufgehangen ist. Naja, 2 Stück halt.
Also genau das Maß, was er braucht. Ich breche gleich das Video ab, weil Nee, pass auf. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst, aber es gab ja tatsächlich, gibt es ja Hinterbausysteme, wo der Dämpfer von beiden Seiten komprimiert wird. Nein, ich meine, beim Treten ist er entkoppelt. Das meine ich damit, dass du also nicht die ganze Energie dann in den Dämpfer trittst. Nee, das ist hier kinematisch gelöst. Das ist dann nochmal ein echter Viergelenker mit dem sogenannten Horstlink, wie wir schon ein paar Mal besprochen haben. Insofern ist das kinematisch gelöst, aber der Dämpfer hat, sagen wir, wenn du jetzt wirklich es straffer haben willst, dann hier noch die Möglichkeit, ihn entsprechend zu sperren. Boah, alles, was ich sage, ist falsch heute. Das ist aber so. Die Aber- meisten Leute sagen, halt einfach den Mund. Ja. Aber ich meine, dafür sind wir ja da. Ich meine, das stellt ja ein bisschen die Kundensituation dar. Wir haben natürlich viele Kunden, die fachlich tiptop sind, aber viele kommen natürlich genauso wie du und haben auch manche schon mal irgendwie gehört und irgendwie so falsch verstanden oder so. Und das ist ja dann unsere Aufgabe, das irgendwie klarzustellen. Okay, das heißt so, ich sag mal so, gesundes Halbwissen habe ich ja nach ungefähr schon 500 immer Videos. Genau, hat schon immer ausgezahlt. Okay, da ist es. Der Lenker hat eine schöne Kröpfung. Kröpfung. Nennen wir das so? Also Kröpfung ist zum einen, also wir haben den sogenannten Backsweep, das heißt, wenn wir hier eine gerade Linie haben, geht er ja sagen wir, ein bisschen gefeilt dahin, das ist der Backsweep und dann haben wir nochmal den Upsweep, das ist die Erhöhung und die ist hier sagen wir, relativ gering ausgefallen. Das ist aber dann auch nochmal eine Sache, wir haben hier unseren sogenannten Setup-Checker, wo wir zum einen Fahrwerke einstellen, aber unsere Kunden auch reinsetzen können. Dann sitzen die auf ihrem Rad, wir können die Sitzposition analysieren und dann gegebenenfalls im Lenker auch ergonomisch noch was anpassen, ob in der Höhe oder aber auch im Handwinkel. So, hier vorne sind so Spacer drin. Genau. Was können die? Also das sind diese Ringe hier unten drunter, die sind jetzt hier alle unter den Vorbau gesetzt. Das heißt, der Lenker ist auf der höchstmöglichen Position. Wenn jetzt jemand sportlicher sitzen möchte, könnte man die jetzt rausnehmen und setzt sie hier oben drüber. Und dann liegt der Lenker niedriger. Du hast mehr Druck auf dem Lenker und hast ein bisschen mehr Power, indem du nach hinten trittst. Okay, aber dafür ist auch mehr Druck auf den Händen. Wenn jemand taube Hände haben möchte, dann möglichst Aber hoch. wenn du mal schaust, wir haben jetzt hier, es ist eine Größe S, haben wir jetzt hier, oder, Baldi? Ja. Genau. Also eigentlich muss man sagen, ist der Lenker jetzt hier schon zu hoch, aber wir haben natürlich gerade in dem Bereich viele Kunden, die einfach den maximalen Komfort wollen. Gerade Neueinsteiger wollen, wie du gerade gesagt hast, den Druck auf den Händen nicht. Normalerweise würde ich jetzt, sag mal, als bisschen geübter Radfahrer, würde ich den Lenker tiefer setzen, damit wir nicht ganz so hoch über dem Niveau vom Sattel sind. Also, das heißt, also typischer Einsatzpunkt, ich fahre jetzt mal durch Regen durch. Hast ja normalerweise viel Spaß beim Mountainbike. Wenn du nicht gerade einen Schutz drin hast, dann sieht dein T-Shirt so aus, wie es aussehen soll, nämlich sportlich. Hier kannst du auch wirklich in normaler Arbeitskleidung radeln. Ne? Genau, so ist es gedacht. So, Lampe hinten, die ist integriert. Mach mal an, dass ich mal sehe. Der Schalter geht über die Fernbedienung von dem Motor. Genau, also die Lampe wird auch durch den Fahrzeugakku gespeist. Also es gibt jetzt hier nichts irgendwie aufzuladen oder so, was natürlich auch immer ein Vorteil ist. Man muss sagen, die Batteriebelampen, die sind ja mittlerweile auch richtig gut, gar kein Thema. Das Problem ist dann eher, dass man es vergisst mal zu laden, ne, und nimmst die Lampe mit und sie ist fast leer. Das ist mal ärgerlich und das ist hier halt einfach spielt keine Rolle. Die ist von allen Seiten zu sehen, das ist auch wichtig. Genau. Dann haben wir bei dem Gepäckträger, den wir hier montiert haben, haben wir einen Systemgepäckträger, das sogenannte MIG-System. Die klassische Federklappe fehlt. Dafür kannst du hier verschiedene Taschen und so weiter kannst du hier einklicken oder aber auch eine Seitentasche an diesen Rails aufhängen. Baldi, wenn ich dich so angucke mit der Kamera, dann bitte ich dich mal so ein Mix-System zu holen, dass wir das mal zeigen. Weil der steht da rum und er sagt auch nichts mehr in letzter Zeit. Ja. Du fragst ihn ja auch nichts. Die Lampe auch hier, die kann ich von der Seite sehen? Die ich sehe? Ja, genau. Also hast du also einen leichten Lichtseitenaustritt, was natürlich gerade im Regen in der Stadt so ein unheimlicher Sicherheitsfaktor ist. Jetzt sind hier gar keine Reflektoren dran und auch die Reifen oder reflektiert er trotzdem? Also die Reflektoren, die sind tatsächlich bei den Rädern immer dabei. Wir montieren sie dann nach Kundenwunsch. Okay, die sind dabei. Genau. Also das ist ja ganz wichtig. Dass man tatsächlich von der Straßenverkehrszulassungsordnung her sind sie verlangt, genauso wie Reflektoren hier in den Pedalen. Ne? Dann auch im Licht integriert ist da nochmal ein Reflektor. Das ist MIG, oder was? Das ist MIG. Zeig mal bitte von unten, dass man es mal sieht. So sieht das aus. Das ist MIG. Genau. Ich habe hier so Vertiefung und hier hinten halt eine Vertiefung. Und dann stecke ich das einfach mal so drauf. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das Lieblingsmodell von Kai Gimmler. Damit fährst du ja immer Downhill, oder? Ja, aber meinen Hund habe ich immer dabei, den ich nicht besitze. Es gibt unglaublich viele Sachen für MIG, oder? Und es gibt sogar die Adapter, gibt es extra.
Ja, pass auf, also MIG ist ja das Gepäckträgersystem. Dieser Kunststoffkorb hier ist jetzt von Basil zum Beispiel. Und da haben wir also diverse Körbe, Taschen, große, kleine, was auch immer. Und das gibt es dann mit verschiedenen Anbausystemen. In dem Fall ist es jetzt halt hier MIG und dieser Korb war jetzt schon MIG vorgerüstet. Es gibt diese Teile aber auch einzeln, sodass du andere Körbe darauf montieren kannst. Bei was, wozu ist das da? Das hier ist wieder zum Abnehmen, weil das Mixsystem selber kann ich jetzt so einfach nicht drunter machen. Schutz. Also hier Das ist ein unten Diebstahlschutz. quasi so Genau, wenn du mal gerade zeigst, was ich da als... Also, das steckst da unten rein einfach rein und und dann kannst du wieder abnehmen. So, das heißt, der Standarddieb kann es nicht klauen. Richtig, genau. Okay. Also wenn ich es jetzt irgendwo durch die Menge schiebe oder so, wo man ja oft mit solchen Einsteckkörben oder mit Einstecktaschen immer das Problem hat, dass dann einfach von hinten jemand kommen könnte und könnte es wegmachen. Das funktioniert mit dem System jetzt erstmal nicht. So, ein tolles Rad. Leute, die sowas gerne haben möchten, fragen die nach verstellbaren Sattelstützen. Das heißt also, dass du die... kann man die nachrüsten? Die könnte man nachrüsten, ja. Also tatsächlich wird das oft auch nachgefragt, weil es gibt also tatsächlich welche, die vielleicht ein bisschen Rückenprobleme haben oder sowas. Die rüsten sich sowas gern dann mal nach, dass sie leichter über das Rad aufsteigen können. Oder Der Kai hat was ganz Wichtiges geholt, dass Weil ein... wir ja gerade vom Hund gesprochen haben oder aber eben auch vom Kind. Das ist eine spezielle Achse von Thule, die durch die serienmäßige Steckachse am Hinterrad ersetzt wird. Ja, die kommt raus, die kommt rein und dann steht also dieses Gewindestück steht über, wo ich dann die Anhängerkupplung befestigen kann. Ja, wenn du zum Beispiel mal siehst, wir haben hier diesen kleinen Hundeanhänger. Habe ich schon nie gesehen, das da. Das ist was ganz Neues. Nö, das verbauen wir schon öfters. Ich zeige dir mal gerade hier. So, also der Hundeanhänger. Also das ist die Kupplung sozusagen, die käme dann hier außen drauf und ist dann vernünftig, zuverlässig verbaut. Ja? Also die Originalachse wird gegen die Thule getauscht und dann haben wir eine vernünftige Befestigung für jegliche Anhängerkupplungen. Preis von der Achse? Die liegt bei 79 Euro. Ne, 67. 67 Euro. Heißt aber auch, das ist keine normale Schnellspannerachse, sondern es ist eine richtige Steckachse drin. Die haben ja sowieso kaum noch. Also sagen wir jetzt gerade hier im höherwertigen Bereich, also Highbike verbaut, im Trekking, Mountainbike-Bereich, also nirgendwo mehr Schnellspanner. Auch bei der Gabel nicht mehr. Ne? Ja, gut, hätte ja sein können, man sieht es ja so nicht. Die Tektro-Bremse, wie viele Kolben? Hier haben wir auch eine 4-Kolben-Bremse mit einer sagen wir, normalen Stahlscheibe jetzt drauf. Bremsen haben wir mittlerweile zum Teil ganz wilde Mixe, muss man sagen, bei den Modellreihen. Geht querbeet durch, da geht es immer so ein bisschen danach, was ist verfügbar, ne? Aber auch problemlos. Insgesamt hat sich das Bremsenthema insgesamt verbessert, muss man schon sagen. So, die kenne ich, die Fernbedienung. Die haben wir auch im Einsatz. Und der Motor selber 70 Newtonmeter, wenn jetzt viele schreien, was, nur 70, keine 85. Aber Also ganz ehrlich, 70 Newtonmeter, man muss echt mal schauen, guck da mal beim Zweitaktmotorrad oder so an, was du da in Hubraum brauchst, um dieses Drehmoment hinzukriegen. Ich bin auch der Meinung, dass dieses sich überbieten mit Drehmomenten, das hat jetzt langsam am Ende der Fahnenstange ist. Wir sollten jetzt gucken, dass wir die Systeme besser integrieren, dass das Ganze leichter wird. Wir hatten ja, du hast ja selber so ein Rad hier mit 120 Newtonmeter. Motor von TQ, also in meinen Augen war das nicht der richtige Weg. vor allen Dingen das Rad hier selber ist ja so ein Trekkingrad. Das wird halt jetzt auf Radwegen eingesetzt, auf Schotterwegen, Waldwegen, sage ich jetzt mal, aber Das eigentlich langt, mehr ja. auf dem Weg, genau. Wenn ich da andere anschaue, die ganz normalen Trekkingräder, die haben ja vielleicht 40, 50 Newtonmeter nur und da ist das eigentlich schon etwas 70 ist kräftiger. ein richtig toller Mountainbike-Motor, muss man sagen. Genau. Dann ist auch die Reichweite enorm, weil wenn ich da auf den Eco-Modus gehe, der hat ein bisschen weniger Leistung, schiebt aber richtig stark. Absolut mehr als ausreichend. Wirklich mehr als ausreichend. Ich meine, jetzt hast du bei den jetzigen Top-Motoren, okay, geht es jetzt bei uns jetzt bis 90 Newtonmeter hoch. Klar, das ist nochmal eine Schippe obendrauf. Aber ich würde mal sagen, mit 70 Newtonmeter gibt es keine Situation, wo du das Gefühl hast, da hast du wenig Kraft. Drehen wir die Zeit zurück, 3, 4 Jahre, da war das der Motor Mountainbike. schlechthin. Und das war in dem Top-Mountainbikes mit verbaut, die also auch die Bergen halt rauf und runter fahren. Also von der Kraft her selber würde ich jetzt nicht sagen, dass der schwächlich ist. Ne? So, du hast ein paar bekommen? Ja, und von denen sind jetzt noch welche unterwegs. Also das Rad haben wir im Moment in Größe S und M vorrätig und in den nächsten 2 Wochen kommen in L noch Varianten hinzu. Also von dem Rad kriegen wir jetzt ein paar Stückzahlen. Ja, viele leasen, vielleicht ganz kurz 1, 2 Minuten. Wenn ich Arbeitnehmer bin, habe eine Steuerklasse 1 zum Beispiel,
wie ich ja jetzt ab 1.1. nee, weil ich jetzt in Deutschland Steuer zahle, dann kann ich natürlich das Brutto für Netto von meinem Gehalt absetzen. Das ist ganz interessant, machen viele. Genau, also hier ist man halt vom Arbeitgeber abhängig, der muss mitspielen, aber kann ich nur an alle Arbeitgeber appellieren, macht's, da könnt ihr euren Leuten mal was Gutes tun, ohne dass ihr in den eigenen Sack greifen müsst, weil die Ersparnis entsteht auf der Steuerseite. Der muss nichts dazugeben, der Der Arbeitgeber. muss nichts dazugeben. Kann er natürlich machen, er kann zum Beispiel, was weiß ich, die Wartungskosten übernehmen oder so, also das muss man dann im Einzelfall besprechen, er kann was drauflegen, er muss nicht. Und der bürokratische Aufwand ist wirklich äußerst gering, muss man dazu sagen. Und der Vorteil ist dann einfach der Arbeitnehmer kommt dann zu und sucht sich ein Rad aus und die Leasingrate wird ihm vom Bruttogehalt abgezogen. Das heißt, dass sein zu versteuerndes Einkommen vermindert sich und dadurch kann man bis zu 40% auf den Neupreis, auf den regulären Kaufpreis sparen, abhängig von Steuerklasse, Freibeträgen und natürlich von Verdienst. Muss ich das Fahrrad denn nochmal versteuern als geldwerten Vorteil zusätzlich? Ja, es sei denn, der Arbeitgeber legt dann tatsächlich die Leasingrate vollständig aufs Bruttogehalt drauf. Also wenn es keine Gehaltsumwandlung ist, sondern sozusagen ein Lohn extra, dann fällt die 0,25% Versteuerung weg. Das wäre eh nur 0,25. Genau, Also, war ja vorher die sogenannte 1%-Regelung. Also wurde aber jetzt 12,50 hier €. vom Gesetzgeber immer weiter abgesenkt. Ja, hier bei dem Fahrrad 12,50, also wäre jetzt nicht so wild. Ja, vielen Dank. Wir sind bei Kai Gimler Bikes. Erstmal vielen Dank an dich, Kai. Gerne. Du bist in Buß. Beschreib mal, wo das ist. Das ist bei Saarlouis, zwischen Saarlouis und Saarbrücken kann man sagen, im Saarland. Öffnungszeiten haben wir ganz tolle, Dienstags bis Samstag. Wir drehen heute Montag. Ja, wir drehen heute am Montag. Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr, Montag geschlossen. Ja, 400 Parkplätze kostenfrei vor der Tür. Das Ganze ein Meisterfachbetrieb. Du bist selber Meister für was? Zweirad? Zweiradmechaniker, Meister, Fachrichtung Fahrrad. Sehr schön. Hast du auch was gelernt? Kaufmann im Einzelhandel, im Bereich Sport. Kaufmann Einzelhandel, Bereich Sport. Sehr schön. Genau. Ja, Baldi, du bist schon lange dabei. Was spricht für Kai Gimler? Boah, als super Team, cooler Chef, also top Arbeitsklima. Ja, ich sehe ihn zwar selten einmal hier in der Firma, aber es ist so. Ja, weil ich mich auf meine Leute verlassen kann. Sehr schön. Nee, du bist immer stark in der Werkstatt, muss man sagen. Also das Thema Service ist euch wichtig. Ja, absolut. Da sind wir jetzt auch nochmal, unsere Serviceleistung werden wir für nächstes Jahr nochmal in der Weise erhöhen, dass die Werkstatt also eigene Räume kriegt mit eigenem Eingang, um dann im umgekehrten Zuge unsere Neuradmontage sozusagen in den Verkauf zu integrieren, um hier in der Abwicklung nochmal schneller zu werden. Und das machen wir jetzt über die Off-Season und nächstes Jahr geht es dann sozusagen. Aber die was? Also außerhalb der Saison. Gibt es das noch außerhalb der Saison? Pass auf, ist tatsächlich schwierig geworden, auch sagen wir jetzt durch diese Corona-Geschichte scheinbar. Also so die normalen Saisonverläufe sind im Moment wirklich stark aufgehoben. Also normal gibt es aktuell nicht mehr. Im Dezember ist ja normal hier tote Hose. Richtig, wir hatten zum Beispiel im vergangenen Jahr während unserer stärksten Monate schlichtweg keine Ware und das konnte man über den Winter dann nochmal aufholen. Ne? Macht es für uns von der Planung her immer ein bisschen schwierig, weil die ja auch irgendwie ständig Urlaub wollen. Sonntag sind sie zu Hause und keine Ahnung. Ja, genau so. So, solche Ansprüche. Vielleicht erwähnenswert noch ganz kurz, Thema ist, der Ständer ist mit dabei, die Pedale sind, glaube ich, mit dabei bei dem hier. Das ist eine Vollausstattung. Dann hat es diese Multi-Rail noch mit drin. Das ist auch was Feines, zeig mal gerade. Die kann man rausnehmen, zuschneiden. Das ist eigentlich, ja, geht jetzt wahrscheinlich schlecht raus hier. Also auf jeden Fall, das Teil kann man rausholen. Da kann man so Nuten reinmachen, gell? Das nennt sich MAS, Multi-Rail System. Das ist so eine Gummieinlage, die kannst du rausnehmen und so Stücke trennen. Und da gibt es Einsätze und dann kannst du hier ein Schloss, eine Flasche oder was auch immer, kannst dann an der Stelle montieren. Kannst du nachrüsten und da unten wird übrigens das Rad geladen. Ich kann aber den Akku rausnehmen, das direkt im Akku laden, geht auch. Genau. Okay. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr. Das Ganze drehen wir heute am 30. Mai 2022. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss, Sven.